San Sebastián, Kulturmetropole im Baskenland. Berühmt für ihre gute Küche, Surfstrände im Herzen der Stadt und für die Gastfreundschaft der stolzen baskischen Einwohner. Die Sprache ist unser größter Schatz. Sie ist es, die uns zu Basken macht. Wir wollen unsere Kultur und Geschichte bewahren und sie mit globalen Trends verbinden. San Sebastián hat einfach alles. Essen, Natur. Es ist großartig. Als ich im Ausland lebte, habe ich sogar nachts von den Sociedades geträumt. Hier in der Gegend kochen die Männer sehr gerne. Sie essen gerne gut, trinken dazu einen Wein und genießen das Essen. Es ist 7 Uhr morgens. Alvaro Arteaga ist auf dem Weg zum Markt. Der 42-Jährige ist heute zum Essen in einem typisch baskischen Männerkochclub, einer Sociedad, verabredet. Wir sind hier im San Martin-Markt. Der wurde vor kurzem erst eröffnet. Hier kaufen wir die Zutaten für das Essen in der Sociedad heute Abend. Die Sociedades haben im Baskenland Tradition. Gegründet wurden diese Kochgesellschaften von einer Gruppe baskischer Männer, die ihren Frauen aus der heimischen Küche entfliehen wollten. Heute trifft man sich in Vereinsheimen mit Speiseraum, Großküche und gut ausgestattetem Weinkeller. Für die Basken ist Essen weit mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ist elementarer Bestandteil des sozialen Lebens. Am Tisch werden Geschäfte gemacht, Debatten geführt, Freundschaften gepflegt. Als Einkäufer trägt Alvaro also große Verantwortung. Schließlich dürfen am Abend nur ausgewählte Spezialitäten auf den Tisch kommen. Wir haben 7 chuletas, Shrimps, frische Tomaten und Salat. Jetzt gehen wir noch hoch und kaufen Schinken und Lomo Iberico. Ja, es sieht bei Licht betrachtet noch besser aus, oder? Ja, perfekt, super. Ja, der gefällt mir. Das Probieren der Ware ist auf baskischen Märkten jederzeit erwünscht. Der Metzger ist stolz auf die exzellente Qualität seines Schinkens. Wir haben hier in San Sebastián im Herbst und im Winter viel Schnee und Regen. Deshalb sind unsere Weiden sehr saftig und unsere Produkte sehr gut. Das Fleisch hat Top-Qualität. San Sebastián ist eine Küstenstadt. Wir sind hier vom Meer umgeben und deshalb haben wir viel Fisch zur Verfügung. Gemäß der baskischen Tradition und der Seefahrertradition ernähren wir uns viel von Fisch. Diese beiden lokalen Produkte, Fisch und Fleisch, sind die Säulen unserer Kochgesellschaften, der Sociedades Gastronómicas. Alvaro hat seine Aufgabe erledigt. Er muss sich jetzt auf den Weg zur Arbeit machen. Die Zutaten für das abendliche Treffen werden später von einem Freund abgeholt. Mitten im Industriegebiet von San Sebastián liegt der Firmensitz von Loriak Mendian. Das Mode- und Designlabel von Jabi Zirkiain hat sich auf die Kombination kultureller baskischer Elemente mit modernen Modetrends spezialisiert. Die Erfolgsgeschichte begann 1995 mit einem einzigen Shop in San Sebastián. Heute ist die Marke weltweit bekannt. Wir gehen jetzt in den Showroom. Ich führe euch da mal ein bisschen rum. In diesem Raum zeigen wir unsere Kollektionen. Das Thema für den nächsten Winterkatalog ist das Marineerbe der Basken. Die ganze Linie basiert auf dem Look der Seeleute. Dafür ist natürlich Blau die wichtigste Farbe. Das kann man auch in der ganzen Kollektion sehen. And of course, blue color is a very important, and you can see through the whole collection.
Das Design auf diesem Pullover geht zurück auf das Muster eines typisch baskischen Kleidungsstückes. Wir haben das Design natürlich modernisiert. Die Farben sind dieselben, das Muster ist ein wenig anders, aber der Einfluss ist nach wie vor da. Es ist unser Ziel, unsere Kultur und Geschichte zu bewahren und sie trotzdem mit neuen Trends zu verbinden. Innerhalb der letzten 2 Jahre konnten wir in Europa eine Entwicklung beobachten. Die Leute fragen mehr und mehr nach Produkten made in Europe. Wir haben als kleine Firma immer hauptsächlich in Europa produziert. Zwar auch mal in Tunesien, aber der Schwerpunkt liegt definitiv auf Europa. Spanien war schon immer bekannt für seine Schuhindustrie. Wir haben jetzt auch Schuhe in unserer Kollektion. Diese produzieren wir ausschließlich in Spanien. Darüber sind wir auch sehr glücklich. Shoes are a new line in our collection, and we are producing everything in Spain, and we are happy about that. Im Kreativbüro nebenan sind gerade die Modelle für die kommende Saison eingetroffen. Mit kritischem Blick werden die Paare von den Designern begutachtet. Auch beim Schuhwerk soll man den baskischen Einfluss unbedingt erkennen. Das ist eine Form der klassischen Espadrille, aber in einem sehr viel weiblicheren Look. Dieser Schuh ist von Albarca beeinflusst. Albarca ist eine Art Espadrille, die baskische Tänzer tragen. Dabei wird der Schuh entlang des Beines hochgeschnürt und davon ist dieser Schuh inspiriert. Soweit die erste Inspektion. Es wird Monate dauern, bis die Modelle dann in Produktion gehen. In 2 Wochen werden wir in Paris unseren 14. Laden eröffnen. Hier könnt ihr euch schon mal einige unserer Stores ansehen, zum Beispiel in San Sebastián, in Irún, Vitoria, Bilbao, Barcelona, Madrid, Gijón und jetzt in Paris. Das Geschäft läuft blendend. Die moderne baskische Mode hat sich inzwischen über die Region hinaus einen Namen gemacht. Patxi León Guerreño ist Lehrer in San Sebastián. Heute ist der 36-Jährige in ungewöhnlicher Mission unterwegs. In einem Vorort von San Sebastián wird er eine Gruppe Kinder im Rudern unterrichten. Ich bin 1979 in Passeig San Juan geboren und dort auch aufgewachsen. Das bedeutet mir sehr viel. Wir treffen gleich meinen alten Sportlehrer. Er war ein cooler Typ, hat tollen Unterricht gemacht und ist Ruder-Champion. Für mich war er ein Idol, ein Gott. Er ist ein guter Ruderer. Ich fühle mich ihm sehr verbunden. A rower like a good rower, so that's why I felt very related to him. Ruder-Champion Eulogio Emezabel wartet bereits auf seinen ehemaligen Schüler. Es regnet, doch das hält hier niemanden von seinen Tagesplänen ab. Die Basken sind dieses Wetter gewöhnt. Die Region ist eine der regenreichsten Gegenden Spaniens. Im Herbst und im Winter regnet es hier durchschnittlich 15 Tage pro Monat. Die Bevölkerung hat sich darauf eingestellt. Ein kleiner Schauer ist kein Grund, aufs Rudern zu verzichten. Eine der beliebtesten Sportarten der Basken. Auch Bäckerin Marty Kilpatrick ist auf dem Weg zur Arbeit. Auf ihrem Weg überquert sie jeden Morgen den El Umera-Fluss, der die Stadt in 2 Hälften teilt. Die Brücke, die wir gerade überqueren, trennt die Altstadt vom Stadtteil Groß. Groß ist ein neuerer Stadtteil, lange eine ruhige Wohngegend gewesen. In letzter Zeit ziehen immer mehr junge Leute her. Es gibt mehr und mehr Shops und Bars und langsam wird Groß zum neuen Happening Place. Die meisten Touristen bleiben in der Altstadt, aber Groß ist definitiv einen Besuch wert. Das Gebäude hier ist der Kursaal, ein Ort, an dem es viele Konzerte gibt, aber auch Events wie zum Beispiel die kulinarische Konferenz Gastronomica, zu der Köche aus der ganzen Welt anreisen.
Das Gebäude ist eines der wenigen Beispiele moderner Architektur in der Stadt. Und seine Form soll der Felsen an der Brandung des Flusses nachempfunden sein und somit eine Art lokale Ästhetik widerspiegeln. Wir sind jetzt bei The Loaf, einer Bäckerei, die sich auf rein natürliche Zutaten spezialisiert. Und ich mache hier die süßen Backwaren. Marty stammt aus den USA. Ich lebe nun seit 5 Jahren hier. Ich komme aus Alabama in den USA. Ich bin hierher gekommen, um in der baskischen Kultur zu leben und zum Essen, zum Trinken und zum Schreiben. Ich bin Journalistin, ich schreibe für Magazine und Internet-Outlets und fotografiere auch. Ich habe auch eine Ausbildung zur Köchin und hier in San Sebastian bin ich Bäckerin. Kein schlechter Arbeitsplatz, vor allem wenn draußen am Zuriola-Strand die Sonne durch die Wolken bricht. Marty ist nicht die einzige Einwanderin, die in der Bäckerei arbeitet. Hi Michael, holst du das Brot fürs Bistro? Ich bin Michael Broadbent aus Kanada. Ich bin Koch und arbeite hier im Bistro. Das ist eine lange Geschichte. Während eines Praktikums an einer Kochschule in England bin ich nach Barcelona geflogen. An einem Abend hatte ich zu viel getrunken und verlor meinen Geldbeutel und alle Ausweise. Ich musste also in Spanien auf meine neuen Papiere aus Kanada warten. Und wegen der tollen Esskultur habe ich mich damals für San Sebastian entschieden. Ich kam her, mietete ein Apartment für den Sommer und ich bin nie wieder weggegangen. Marty weiß die Vorzüge des Immigrantendaseins in San Sebastian zu schätzen. Die Einwanderergemeinde hier ist eher klein. Ich habe Freunde in anderen Städten wie Madrid zum Beispiel. Die treffen fast nur andere Einwanderer. Hier sind wir über die ganze Stadt verstreut und eine Mischung aus Familien und Singles. Die meisten Amerikaner und Engländer. Ich glaube, das ist auch für die Einheimischen angenehm, dass wir nicht zu viele sind. Marty lebt mit ihrer Tochter hier. Das Mädchen hat sich schnell wohlgefühlt. Meine Tochter ist 7 Jahre alt, auch seit 5 Jahren hier. Sie geht auf eine lokale Schule um die Ecke von unserem Haus, wo sie alles auf Baskisch lernt, nicht Spanisch. Wir sprechen Englisch zu Hause und ich finde es wichtig, dass sie sich in die lokale Kultur integriert und nicht nur eine, sondern 2 neue Sprachen lernt. Das ist eine tolle Möglichkeit. Ich würde sagen, in San Sebastian zu leben ist hauptsächlich eine sehr positive Erfahrung. Es gibt großartiges Essen. Du gehst aus deinem Haus raus und hast vieles, das international bekannt ist, genau vor deiner Nase. Der einzige Nachteil, der mir einfällt, ist das Wetter. Monatelang Regen, ohne Ende. Die Leute kommen im Sommer hierher und verlieben sich in die Stadt, aber sie haben keine Ahnung, was wir im Winter durchmachen müssen. Am Stadtrand sind Pachi, Eulogio und ihre Schüler inzwischen am Wasser angekommen. Letzte Anweisungen vom Ruder-Champion, dann kann es losgehen. Eulogio und Pachi verabreden einen Treffpunkt am Ende der Strecke und nach kurzen Anlaufschwierigkeiten ist das Boot auf Kurs. Eulogio ist der perfekte Ruderlehrer. Er ist nicht nur selbst Ruderer, sondern hier in der Region ein richtiger Held. Er war Weltmeister, hat bei den Olympischen Spielen teilgenommen und ist auch baskischer Ruder-Champion. Abgesehen davon ist er ein guter Sportlehrer. Es gibt niemanden, der für diesen Job besser geeignet wäre als er. Der Rudersport hat eine lange Tradition in den Küstengebieten des Baskenlandes. Eine Region, in der viele Menschen mit Fischerei und Walfang ihren Lebensunterhalt verdienen. Regelmäßig werden in San Sebastian Ruderwettbewerbe ausgetragen. Darauf bereitet Pachi die Kinder heute vor. Ja, wir haben nur ein Boot, deshalb wechseln wir jetzt. Die Gruppe, die hergerudert ist, wird mit mir zurücklaufen und am Ruderclub die anderen wieder treffen. Und von da aus gehen wir dann gemeinsam zur Schule zurück.
Die andere Gruppe ist schon auf dem Weg zur Schule, als Pachi beim Bootshaus ankommt. Für heute machen wir Schluss. Die ersten sind schon wieder hoch zur Schule gelaufen und die zweite Gruppe geht jetzt auch zurück. Bevor die Schüler gehen, gibt es noch eine Hörprobe der baskischen Sprache. Egunon. Beste batera arte. Mila esker, ikusira arte. Egunon eta upa Alemania. Agur. Gero arte. Aio. Dass ihre Kinder als erste Sprache in der Schule Baskisch lernen, ist für die Eltern hier eine Errungenschaft. Während der Franco-Diktatur war die Sprache verboten. Ich bin 54 Jahre alt. Meine Generation ist während der Herrschaft Diktator Francos aufgewachsen, zu der Zeit, als die baskische Sprache und das baskische Volk noch unterdrückt wurden. So hat Eulochio die regionale Sprache der stolzen Basken auf Umwegen erlernt. Als Kinder wurden wir zu Hause heimlich in Baskisch unterrichtet. Immer, wenn es an der Tür geklingelt hat, konnte dies ein Inspekteur der Regierung sein. Wir haben uns dann alle unter den Betten versteckt, damit nicht herauskam, dass in diesem Haus heimlich Baskisch unterrichtet wurde. In Pasaja erinnert man sich noch gut an die schwierigen Zeiten während der Franco-Diktatur. Der kleine Fischerort war eine der Hochburgen des baskischen Unabhängigkeitskampfes. Für Pachi bedeutet Pasaja vor allem eines: Heimat. Wir gehen jetzt in mein Elternhaus. Ich will euch zeigen, wie ich aufgewachsen bin. Heute leben nur noch die Eltern von Pachi im ehemaligen Familienwohnsitz. Mal schauen, ob jemand zu Hause ist. Immer wieder zieht es Pachi zurück nach Pasaja. Gerade nach langen Reisen stattet er seinem Elternhaus gern einen Besuch ab. Meine Eltern sind gerade nicht zu Hause, aber ich führe euch ein bisschen herum. So, das ist ein typisch baskisches Wohnzimmer. Hier seht ihr ein paar alte Bilder von den Großeltern meiner Großeltern. Hier, das ist ein Bild von mir beim Ruderwettbewerb 99, als wir die Meisterschaft gewonnen haben. Das sind unsere Trophäen. Das Rudern ist sehr beliebt bei uns. Es ist das, was ich gemacht habe, mein Vater, mein Großvater und der Großvater meines Großvaters. Wir sind Ruderer. Hier seht ihr ein Bild von meinem Großvater. Er war ein guter Ruderer, ein Champion. Er hatte eine sehr harte Zeit während der Franco-Diktatur. Besonders, weil meine Großeltern kein Spanisch sprechen konnten. Man hat sie gezwungen, es zu sprechen, aber sie hatten nur Baskisch als Sprache. Ich erinnere mich an unsere Gespräche darüber. Er sagte immer, es sei eine sehr harte Zeit gewesen. Ich zeige euch jetzt das Beste am Haus, den Balkon mit dem wunderschönen Blick über den Hafen. Tolle Aussicht, oder? Trotz des Wetters. Das ist allerdings typisches Wetter hier im Baskenland. Regnerisch, windig. Das ist unser Wetter während des Winters. Dort drüben könnt ihr einige restaurierte Boote sehen. Es sind gesunkene Schiffe, die auf dem Meeresgrund gefunden wurden und von einem Handwerker aus der Region restauriert werden. Er kümmert sich somit um den Erhalt der Kultur des Baskenlandes. Ein wichtiger Job, den er da macht. Diesen Ort, diesen Ausblick vermisse ich an meinem Elternhaus. Am Nachmittag reißt für kurze Zeit die Wolkendecke auf und schnell treibt es die Menschen nach draußen. Bei gutem Wetter bestimmen hier die Surfer das Stadtbild.
Alvaro ist mit der Surferszene bestens vertraut. Die Surfer von San Sebastian sind seine Kunden. Wir sind hier im La Plaza Skate Shop in Groß in San Sebastian. Das ist mein Laden. Wir haben hier einen kleinen Mix. Es ist ein Skate Shop und auch ein Surf Shop. Und ich denke, dieser Mix ist sehr schön. Früher mochten die Skater die Surfer nicht. Die Surfer mochten die Skater nicht. Heute machen viele beides. Und hier kann man diese neue Mischung sehr gut sehen. Als begeisterter Surfer und Skater hat Alvaro sein Hobby zum Beruf gemacht. Und das Geschäft läuft gut. Beim Surfen am Zuriola-Strand hat Alvaro seinen Freund Inigo kennengelernt. Hey, wie geht's? ¿Qué pasa, bandido? Warst du einkaufen? ¿Hecho la compra? Sí. A ver lo que has comprado, enséñame. Zeig mal, was du gekauft hast. Mira, qué guapa esta, ¿no? Kann ich probieren? Hostia, está buenísimo, ¿eh? Oh, der ist sehr gut. Willst du auch ein bisschen? Now we are checking the stuff and then... Wir gehen jetzt die Einkäufe zusammen durch und schauen, ob noch was fehlt für unseren großen Abend mit unseren Freunden in der Sociedad. Wir werden so 10 Leute sein und ein Freund und ich sind dann fürs Kochen zuständig. Die beiden Männer können es kaum abwarten. Die regelmäßigen Abende in der Kochgesellschaft sind für Alvaro und Inigo immer wieder ein absolutes Highlight. Ich bringe das jetzt zur Sociedad. Da kommt es in den Kühlschrank und später wird daraus ein schönes Essen gekocht. Nos vemos. Agur. Ciao.